Ich durfte schon vor Release die gesamte Early Access Kampagne von Solasta 2 in einer Vorab-Release-Version durchspielen und kann euch jetzt also berichten, ob euch was Großartiges erwartet oder ihr lieber auf den 1.0 Release warten solltet. Also dranbleiben. Wichtiger Hinweis, sämtliche Erfahrungen, die ich gemacht habe, basieren auf der Pre-Alpha-Version 8.1.3.1.5, die mir vor dem Release am 12.03. zur Verfügung stand. Solasta 2 ist genauso wie sein Vorgänger Solasta Crown of the Magister und dessen DLCs ein rundenbasiertes Party-RPG, ähnlich wie Baldur's Gate 3, in welchem wir unsere 4 selbst erstellten Charaktere lange nach der Geschichte des ersten Teils auf Abenteuer schicken. Das heißt, Fans, die auf eine Fortsetzung der Kampagne des ersten Teils gehofft haben, werden bisher enttäuscht, da meist nur hier und da Referenzen auf Charaktere, Orte und Geschehnisse des ersten Teils gemacht werden. Neue Leute können darum beruhigt zugreifen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, den Anschluss zu verpassen oder wichtige Story-Elemente nicht zu verstehen. Die 4 Charaktere, die wir erstellen, sind die 4 adoptierten Kinder von Mahin Corvo, zu deren Beerdigung wir leider zurück nach Hause bestellt werden. Zu Beginn dürfen wir festlegen, welche Rolle wir dabei in dieser Familiendynamik eingenommen haben. Als Goldkind sind wir beispielsweise Mamas Favorit, als Sündenbock haben wir damals oft Unsinn zum Leidwesen aller veranstaltet. Als Lehrerliebling sind wir perfektionistisch unterwegs und als Ersatz haben wir oft die Rolle eines Ersatzelternteils eingenommen, um die Geschwistergruppe anzuführen. Die Rollenverteilung färbt die Art, wie unsere Charaktere miteinander reden und interagieren. So entsteht, kombiniert mit der Persönlichkeit, die wir während der Charaktererstellung festgelegt haben, mit jedem neuen Playthrough eine eigene Art, wie die Familie Corvo miteinander umgeht. Bei der Beerdigung angekommen, treffen wir auf Diorkos und Rickard, die leiblichen Kinder, die euch mit sehr unterschiedlichen Gefühlen empfangen. Rickard ist zwar sehr traurig über den Tod seiner Mutter, verteidigt aber ihren Wunsch, nicht wiederbelebt zu werden, während Diorkos damit unzufrieden ist und die Göttin Mareike verflucht. Diese erscheint sogar und fordert jedoch nur das Einhalten des Abkommens, für welches schon Diorkos Mutter verantwortlich war und die jetzt selbst Mahins Erbe antreten soll. Als Diorkos Mareike aber erneut den Rücken kehrt, bieten wir, die Adoptivkinder von Mahin, an, das Erbe zu übernehmen und fortan das Abkommen aufrechtzuerhalten. Mareike stimmt zu und teleportiert uns nach Neokos, wo wir nach kurzer Zeit von Palastwachen gefunden werden. Auf die Frage, warum wir in Neokos sind und vor allem wie wir es in den Palastgarten geschafft haben, wissen wir leider auch keine gute Antwort, denn das und was das Abkommen beinhaltet, hat uns die Göttin leider vergessen zu verraten. Wir werden also als vermutete Spione festkommen, nur um dann kurz darauf in den Dienst der herrschenden Lady Anabasia gestellt zu werden. In der kurzen Zeit im Gefängnis haben wir aber schon Kontakte mit dem Untergrund geknüpft, weswegen es uns nun fortan freisteht, welche der verschiedenen Fraktionen auf Neokos wir uns anschließen wollen. Je nachdem wir uns entscheiden, soll das später Einfluss auf die Welt und natürlich die Story haben. Zum Gameplay. Im Gegensatz zum Vorgänger kommt zwar diesmal das SRD 5.2 Regelwerk zum Einsatz, welches auf dem D&D 5.5 Regelwerk basiert. Beim Gameplay bleibt aber vieles wie gewohnt. Wir können einerseits unsere Party per Mausklick in der Gegend herumschicken, während wir die Kamera frei bewegen dürfen, oder aber wir benutzen die neue direkte Steuerung und steuern dabei einen aus unserer Party, während der Rest brav hinterher rennt. Bei beiden Steuerungsmodi dürfen wir wieder frei wählen, ob wir mit der Maus und Tastatur oder ob wir mit dem Gamepad steuern. Das können wir natürlich auch von jetzt auf gleich abwechseln, wie wir es eben angenehmer finden. Wichtig wird das dann zum Beispiel, wenn die Gamepad-Steuerung mal zu unpräzise ist und ein Partout nicht erlauben will, genau dieses eine Feld im Kampf anzusteuern. Felder? Ja. Im Kampfmodus unterteilt sich die Welt nämlich in Felder und es wird klassisch rundenbasiert gekämpft. Zu Beginn eines Kampfes darf also jeder auf Initiative würfeln, bekommt dabei auch entsprechende Boni, wenn wir die Gegner überraschen, oder Mali, wenn wir überfallen werden, und dann fängt der Kampf an. Jeder Charakter darf dann eine Hauptaktion, je nach Fähigkeiten bestimmte Bonusaktionen und im Gegensatz zum ersten Solasta unendlich Freiaktionen durchführen. Das heißt, wer mitten im Kampf noch Tränke ausrüsten, Waffen wechseln oder sogar Items zwischen den Inventaren hin und her schieben mag, kann das jederzeit tun. Für letzteres ist auch die Distanz zwischen Charakteren unwichtig. Die Aufhebung des Limits an Freiaktionen mag D&D-Puristen vielleicht etwas seltsam anmuten, da es dadurch zum Beispiel möglich ist, ohne Probleme Zaubertricks und Sprüche, die eine freie Hand erfordern, zu wirken, um dann mit einer zweiten Reaktion Schwert oder Schild wieder in die Hand zu nehmen. Das macht das mittlerweile hinzugefügte Talent kampferprobter Zauberwirker, im Englischen Warcaster, teilweise überflüssig. Auch andere Beschränkungen, wie dass unsere Haupthand ebenfalls eine leichte Waffe sein muss, damit wir mit der Bonusaktion die leichte Nebenwaffe benutzen dürfen, wird mit etwas Fleiß der Spielerin auch ganz leicht ausgedribbelt. Ob das jetzt also doch künftig beschränkt gehört oder nicht, wird sich mit der Zeit und dem Feedback der Spielerin herausstellen. Am Ende kann man aber auch sagen, you control the buttons you press. Zu den Kämpfen und dem Durchqueren der Orte kommt diesmal ein detaillierteres Reisesystem hinzu, welches das relativ simple Reisesystem des ersten Teils ablöst. Wir reisen also nicht mehr nur von A nach B, sondern können frei über die in Hexfelder aufgeteilte Oberwelt laufen. Auf den Feldern können wir zufällig auf Ereignisse stoßen, die uns kleine Belohnungen geben, neue Quests anstoßen oder einfach etwas Lore und Flair in die Sache bringen.
Die meisten Ereignisse laufen dabei wie folgt ab. Wir entscheiden uns für eine der meist 2 bis 3 Möglichkeiten, würfeln wenn nötig aufs Ergebnis und haben dann das Ereignis abgeschlossen oder dürfen uns sogar nochmal entscheiden. Ein sehr cooles Ereignis war, als wir einen einzelnen Kobold getroffen haben, welchen wir mit dem richtigen Würfelglück davon überzeugen können, dass wir freundliche Menschen sind, denen man vertrauen kann. Daraufhin begleitet uns dieser fortan, bis wir den Kobold nach Hause gebracht haben. Bestehen wir die Würfelprobe aber nicht, können wir einfach von dann ziehen oder sogar den Kobold töten, um seine Ausrüstung zu klauen. Apropos Ausrüstung. Dieses Genre typisch natürlich ein wichtiger Faktor und so freut mich, dass es ein paar Neuerungen gab, die das Leben in Neokos angenehmer gestalten. Eine der coolsten Features sind die Waffenbeherrschungen. Alle Waffen haben jetzt die Möglichkeit, einen zusätzlichen Effekt beim Einsatz zu haben. Bögen können zum Beispiel verlangsamen, Armbrüste Gegner wegstoßen oder Hämmer Gegner sogar umwerfen. Das macht den Kampf und Einsatz von Waffen nochmal um eine Komponente spannender und scheint Waffen näher an die Effektvielfalt von Zaubersprüchen bringen zu wollen. Das finde ich sehr cool und macht Waffencharaktere interessanter zu spielen. Angenehmer wurde es beim Identifizieren von Gegenständen. Mussten wir im ersten Solasta noch alle unidentifizierten Gegenstände entweder zum Händler schleifen oder nahe genug beim Magier sein, damit dieser einen Identifikationsspruch pro Item wirken konnte, funktioniert diesmal der Spruch über die Inventargrenzen hinweg und identifiziert zusätzlich alle Items auf einmal. Zusätzlich kommt hinzu, dass alle Charaktere pro langer Rast einen Gegenstand identifizieren können, ohne dass jemand den richtigen Zauberspruch dafür können muss. Das heißt, es ist nun nicht mehr zwingend notwendig, dass irgendwer in der Party Magier ist oder Talente lernt, die es einem erlauben, Gegenstände zu identifizieren. Das macht die Gruppenzustellung freier, was ich sehr begrüße. Zumindest für meine nächste Party, wo ich das dann jetzt weiß. Zum Umfang. Tactical Adventures sagt offiziell, dass sie 10 bis 15 Stunden inklusive der Charaktererstellung für den EA-Release veranschlagen. Darin sind ein Teil des ersten Akts, einige kleinere sowie größere Nebenquests und viele zufällige Ereignisse auf der Oberwelt inkludiert. Das entspricht aber nicht meiner Erfahrung. Ich habe sogar 25 Stunden mit dem ersten Akt verbracht, von anderen bekam ich mit, dass sie 30 Stunden mit ihrem ersten Run in der Early Access Version verbrachten. Die dafür nötige Abenteurergruppe bilden wir aus Charakteren, die aus 4 verschiedenen Rassen, 12 Hintergründen, 6 Klassen und 13 Unterklassen zusammengestellt werden können. Im Verlauf der EA-Kampagne können sie das aktuelle Höchstlevel 4 erreichen. Als Elf hat man sogar nochmal die Möglichkeit, sich zwischen Hoch- und Waldelf zu entscheiden, welche dann jeweils andere Boni beim Erreichen der Level 1, 3 und 5 erhalten. Im Gegensatz zum ersten Solasta mussten aber Zwerge und Halblinge ihre Unterscheidung in Hügel- und Schneezwerg bzw. Sumpf- und Inselhalbling aufgeben. Diese wird es zum Release des Early Access nicht geben. Es sind aber natürlich weitere Klassen und Rassen geplant, was genau schon angekündigt wurde und meine Einschätzung dazu gibt es gleich im Roadmap-Abschnitt. Eine Sache, die es aber in den Early Access Release geschafft hat, ist das viel gewünschte Feature Multiclassing. Musste man in Solasta Crown of the Magister noch auf eine User-Mod zurückgreifen, wurde für den Nachfolger Multiclassing, also die Möglichkeit, seinen Charakteren weitere Klassen beizubringen, direkt von Anfang an eingebaut. Das heißt, ab Level 2 kann man, sofern man die Attributserforderung erfüllt, eine weitere Klasse hinzufügen und mit jedem weiteren Levelanstieg sogar noch weitere. Das ist sehr cool, weswegen mein Schurke beim Erreichen des zweiten Levels ein Level in Kämpfer bekam, um fortan einen Boni beim Bogenschießen zu haben und Waffenbeherrschungen für seine verwendeten Waffen zu haben. Außerdem war die Durchschnaufen-Aktion, die immer wieder für Heilung mit dem Kampf ohne Heiler in der Nähe sorgte, überaus hilfreich und wurde oft genutzt. Zur Grafik. Die Grafik hat einen sehr guten Sprung gemacht. Man merkt den Wechsel zu Unreal Engine 5. Die Effekte, Texturen und Gesichter sehen allesamt sehr viel eindrucksvoller aus, besonders wenn man es mit dem ersten Teil vergleicht. Auch cool ist, dass ich trotz des grafischen Upgrades immer noch denselben Rechner wie für den ersten Teil verwenden kann und er trotzdem stabile Frames schafft. Die Umgebung ist detailliert, die Beleuchtung und Schattenwürfe schön, auch wenn das durch meinen PC in den Aufnahmen vermutlich nicht ganz ankommt. Details zu meinen verwendeten PCs findet ihr in der Videobeschreibung. Lokalisierung und Bugs. Sämtliche Gespräche sind wieder, wie auch beim ersten Teil, direkt vertont. Drop in and see me sometime. I might have something you'd be interested in. We might even trade information or goods. Leider aber auch wieder bisher nur auf Englisch. Die Texte sind aber schon übersetzt und so kann man ohne Neustart frei zwischen den verfügbaren Sprachen, mitunter Deutsch, hin und her wechseln. Leider fehlen aber noch ein paar wenige Übersetzungen, auch sind ein paar Texte, meist Einzelworte der UI, falsch übersetzt oder zu lang für die dafür vorgesehene Textbox. Darauf angesprochen wurde es aber versichert, dass aktuell noch die Sprach-QA ihren Job erledigt und einiges bis zum Release am 12.03. fixen wird. Sobald die Patch-Notes des Day Zero Patches veröffentlicht werden, werde ich sie in der Videobeschreibung verlinken. Das ist aber nicht nur für die Fehler in der Lokalisierung wichtig, sondern auch für die vielen Bugs, die mir in der Vorabversion begegnet sind.
Unter den einfachen, die das Spielgeschehen auch nicht beeinflussen, sind verschiedenste Animationsfehler, wie zum Beispiel Charaktere, die schweben oder im Boden versinken. Leichen haben öfter mal das Restless Ragdoll Syndrome, aber das ist zumeist nicht schlimm, sondern eher unfreiwillig komisch. Bei der UI hatte ich regelmäßig, dass das Vergleichsfenster für Ausrüstungsgegenstände sich nicht richtig updatet, das heißt, wenn man Ausrüstung kauft oder anlegen will, sollte man besonders aufpassen, ob der verglichene Gegenstand tatsächlich auf dem ausgewählten Charakter ausgerüstet ist. Auch ein wenig nervig war, dass regelmäßig die Tutorials wieder eingeblendet wurden, wenn man einen Spielstand geladen oder eine neue Spielsession begonnen hat. Als wirklich störend empfand ich jedoch die Fehler in der Berechnung der Reisekosten. Beim Reisen in der Oberwelt kann man zu bereits erforschten Feldern auch über längere Distanz hinreisen. Jedoch werden dafür immer wieder die Stamina-Kosten für die Gesamtstrecke falsch berechnet, weswegen ein schlechterer Weg vorgeschlagen wird, als möglich ist. Beim tatsächlichen Ablaufen der Strecke kostet ein Weg, der mit 3 Stamina vorberechnet wurde, plötzlich mehr als 12, was also zwischenzeitlich für Erschöpfung in der Gruppe sorgt und eine lange Rast erfordert. Wenn man mit der Reise einen der kurzzeitig verfügbaren Events erreichen, kann das also ganz schön unpraktisch sein, wenn man beim Erreichen des Feldes gar kein Event mehr vorfindet oder man mit 4 erschöpften Charakteren in einen Zufallskampf gerät. Im Kampf selbst sind mir kaum Bugs aufgefallen. Einmal wollte die Runde nicht weitergehen, beim anderen Mal ließ sich ein Verbrauchsgegenstand nicht verbrauchen, weswegen ich ihn unendlich einsetzen konnte. Diese Bugs sind aber nicht die Regel und können teilweise auch durch die Autosave-Funktion, die auch immer wieder während der Kämpfe speichert, behoben werden. Auch hieran wird laut Tactical Adventures noch gearbeitet, weswegen ich hoffe, dass diese bis zum Release am 12.03. großteilig behoben worden sind. Künftige Inhalte. Wie bei jedem Early Access Titel ist der weitere Verlauf der Entwicklung und auch die zeitlichen Meilensteine interessant. Dem Infokasten auf Steam können wir entnehmen, dass aktuell geplant ist, ein Jahr bis zum 1.0 Release zu brauchen. In dieser Zeit sollen weitere Klassen, Rassen, Orte, Zaubersprüche, Ereignisse, magische Gegenstände, Monster und NPCs hinzugefügt werden. Außerdem natürlich der Online-Koop-Modus, welcher auch im Vorgänger erst im Verlauf der Entwicklung hinzugefügt wurde. Das Höchstlevel soll von 4 auf 10 hochgesetzt werden und das Herstellen von Tränken und Gegenständen ist ebenfalls schon angekündigt. Teilweise ist es sogar schon eingebaut, denn man kann schon viele der Crafting-Materialien finden. Sie eignen sich jedoch bisher hauptsächlich als Rucksackballast und Verkaufsware, da es anscheinend aktuell keinen Aufbewahrungsplatz in der Stadt gibt, um diese zwischenzulagern, bis sie relevant werden. Ich habe während meines Playthroughs darum alles verkauft bzw. irgendwann auch gar nicht mehr aufgehoben. Was darüber hinaus über DLCs im Anschluss noch hinzugefügt werden soll oder ob es überhaupt DLCs geben wird, da steht noch alles in den Sternen bzw. wird dann am Tag des Releases womöglich in der Roadmap angekündigt. Diese wird nämlich erst am Launchtag, einen Tag nach der Veröffentlichung dieses Videos, live gehen. Da die 1.0 Version sich 10 als höchstes Level als Ziel setzt, gehe ich stark davon aus, dass es erneut DLCs geben wird, die wieder höherlevelige Inhalte mit sich bringen werden. Eine Sache, die bisher ebenfalls noch keine Erwähnung gefunden hat, ist der Dungeon Maker, welcher bei Solasta 1 ebenfalls im Verlauf der EA-Phase entwickelt und kurz vor 1.0 Release hinzugefügt wurde. Ob es diesen also in Solasta 2 geben wird, ist ebenso ungewiss. Der Workshop für Solasta 1 hat aber mehr als 400 Kampagnen, wovon die Top 10 zwischen 70.000 und 13.000 Abonnenten haben, was dafür spricht, dass das Feature genutzt wurde und es also gute Chancen gibt, dass der Dungeon Maker wiederkehren wird. Das Fazit. Von 2020 bis 2023 wurde das erste Solasta Crown of the Magister mit Early Access und DLCs released. 2 der 4 DLCs brachten zusätzlich zu den neuen Rassen, Klassen und Subklassen auch noch die Lost Valley Kampagne für Level 1 bis 12 und später die Palace of Ice Kampagne für Level 10 bis 16 mit. Mit Solasta 2 steht uns der Nachfolger ins Haus, welcher neben einem Update des verwendeten Regelwerkes und viel Quality of Life Features daherkommt. Durch das Hinzufügen des direkten Steuerungsmodus als Alternative fühlt sich das Spiel insgesamt auch moderner und ein wenig immersiver an. Eine weitere Neuerung, die meiner Meinung nach das Spiel positiv beeinflusst, ist, dass mit dem Regelwerk-Update auch Waffenbeherrschungen hinzugekommen sind. Großer Fan bin ich außerdem vom neuen Reisesystem, welches die Welt von Neokos frei bereisbar macht und sich somit mehr nach einem Pen-and-Paper-Abenteuer anfühlt als noch der Vorgänger. Was mir noch fehlt, sind die vielen Rassen und Klassen des Vorgängers, aber das sind Dinge, bei denen ich mir sicher bin, dass sie im Verlauf der Early Access Phase nach und nach hinzugefügt werden. Das Fehlen derer gleicht sich für mich ein wenig durch das Multiclassing aus, welches uns erlaubt, die Klassen miteinander zu kombinieren, um spannende Kombinationen zu bilden. Leider steht hier aber noch sehr das niedrige Level Cap von 4 im Weg. Ich hoffe, es wird bald angehoben, damit man auch die besonderen Level 2 und 3 Talente von mehreren Klassen in einem Charakter vereinigen kann. Was mir am allermeisten fehlt und was ich mir wirklich für den EA-Release gewünscht hätte, wäre der Multiplayer gewesen, hätte ich doch gerne gemeinsam mit Freunden Neokos erkundet. Auch wenn das Abenteuer zum Early Access mit 10 bis 15 Stunden laut Entwickler oder 25 gemessen an den eigenen Erfahrungen vermutlich schnell vorbei gewesen wäre. Des Weiteren fehlen auch noch ein paar Komfortfunktionen. Beispielsweise gibt es zwar bereits einstellbare Bedingungen, bei denen die lange Rast nicht automatisch abgewickelt wird, eine, falls ein Level-Up möglich wird, oder eine, um unidentifizierte Items während der langen Rast identifizieren zu können, wenn man welche im Inventar hat, fehlen aber noch.
Aktuell muss man dann zeitweise einstellen, dass jede lange Rast manuell gemacht werden soll, bis man keine Items mehr im Inventar hat bzw. das Level-Up erledigt ist. Abschließend also, würde ich Solasta 2 empfehlen und wenn ja, wem? Mit einem Early Access Preis von 39,99 und der angekündigten üblichen Preiserhöhung zum 1.0 Release muss es sich leider bald mit Größen wie Baldur's Gate 3 vergleichen lassen, welches aktuell 59,99 kostet. Wie Solasta 2 dabei abschneiden mag, wenn es fertig ist, kann aktuell natürlich noch niemand sagen. Zum aktuellen Zeitpunkt ist der recht hohe EA-Preis aber noch ein wenig abschreckend. Ich für mich weiß aber, dass sich Tactical Adventures nach dem guten Vorgänger Vertrauen für die Entwicklung von Solasta 2 verdient hat und so bin ich sicher, dass sich die 39,99 lohnen werden. Da der erste Teil aber immer noch Spaß macht, spricht außerdem nichts dagegen, den in den Zeiten zwischen den Updates für Solasta 2 zu spielen. Was ist eure Meinung dazu? Werdet ihr es kaufen oder noch abwarten? Schreibt gerne in die Kommentare. Ich bin sehr auf eure Meinung gespannt. Für mehr Reviews zu Indie-Games oder anderen Spielen lasst mir hier gerne einen Sub da oder folgt mir auf Twitch, um mich live zu sehen. Ich freue mich auf euch.